Ich begrüße euch, meine lieben, wundervollen Löwen und Löwinnen. Mit euch bin ich, eure Tarotleserin Angelika. Heute erwartet euch ein Tarot-Reading für den Juni 2026. Na gut, wir legen direkt los und ziehen das Ganze nicht unnötig in die Länge. Schauen wir uns also die 3 wichtigsten Ereignisse an, die euch im Juni 2026 erwarten. Das erste wichtige Ereignis. Das zweite. Das dritte. Danach schauen wir uns an, was euch im beruflichen Bereich erwartet. Dazu zählen wir natürlich auch das Business, falls ihr ein eigenes Geschäft habt. Und die Monetarisierung eures Wissens, eurer Fähigkeiten, Talente und Fertigkeiten. Also, was erwartet euch beruflich im Juni 2026? Außerdem schauen wir uns an, wie eure Einnahmen aussehen werden. Und wir werden erfahren, was euch in der Liebe und im Privatleben erwartet. Übrigens, was das Privatleben betrifft, falls ihr die Legung mit dem Titel Botschaft der höheren Mächte noch nicht gesehen habt, dann schaut sie euch unbedingt an. Der Link dazu ist oben eingeblendet. Dort erwartet euch eine wichtige Botschaft und bedeutende Ereignisse rund um euer Liebesleben. Das, was euch die höheren Kräfte mitteilen möchten. Und wisst ihr, ich möchte euch ehrlich sagen, als ich diese Legungen aufgenommen habe, werdet ihr es kaum glauben, aber während der Aufnahmen für alle Sternzeichen hatte ich plötzlich ganz besondere Eingebungen von den höheren Mächten. Und darüber war ich selbst wirklich überrascht. Deshalb möchte ich euch sagen, ja, die höheren Kräfte sprechen tatsächlich mit uns. Und in manchen Momenten helfen sie uns, in anderen warnen sie uns rechtzeitig. Und wir machen jetzt weiter und schauen uns an, worauf ihr im Juni 2026 gesundheitlich achten solltet. Und natürlich gibt es auch noch die Botschaften und Ratschläge der Karten. Für euch. Für den Juni. Also beginnen wir. Das erste wichtige Ereignis, der große Arkana Magier. Das zweite wichtige Ereignis, die 5 der Schwerter. Das dritte wichtige Ereignis, die 10 der Kelche. Wenn allerdings die Karte 5 der Schwerter erscheint, dann muss ich genauer verstehen, in welchem Bereich sie sich am stärksten zeigen wird. Deshalb werde ich in eurem Reading, meine lieben Löwen, hier direkt alle Karten öffnen. Dann öffnen wir auch gleich den Gesundheitsbereich. Nun gut, die 5 der Schwerter wird sich meiner Einschätzung nach, wenn ich mir die gesamte Legung anschaue, höchstwahrscheinlich im Bereich Gesundheit bemerkbar machen. Wobei es auch sein kann, dass sich diese Karte einfach als irgendein unangenehmes Ereignis zeigt. Und ein unangenehmes Ereignis bei der 5 der Schwerter ist oft ein Konflikt oder eine stressige Situation. Aber gehen wir jetzt alles der Reihe nach durch. Und auf die 5 der Schwerter werde ich heute einen ganz besonderen Fokus legen. Denn insgesamt sehe ich in eurer Legung einen wirklich sehr guten Juni, einen Monat, in dem ihr genießen werdet, euch selbst ausdrücken könnt und euch innerlich lebendig fühlt. Einen Monat, der euch gute materielle Möglichkeiten bringt und neue Einnahmequellen oder Chancen im beruflichen Bereich eröffnet. Ihr werdet euch wunderbar verwirklichen können, auch im Liebesleben. Sieht alles sehr harmonisch und positiv aus. Aber lasst uns genauer anschauen, wie sich alles entfalten kann. Denn wie ich schon gesagt habe, die gesamte Legung ist ausgesprochen stark und positiv. Fast alle Karten sind kraftvoll und sehr günstig gefallen. Nur eine Karte tanzt hier ein wenig aus der Reihe, die 5 der Schwerter. Aber beginnen wir mit dem Magier. Also, der Magier spricht im Bereich der wichtigen Ereignisse über neue Anfänge, neue Ideen, neue Gedanken und neue Pläne. Und wenn es dabei zum Beispiel um eure Selbstverwirklichung geht, um eine neue Idee, ein neues Projekt, eine neue Form der Selbstentfaltung oder vielleicht sogar um eine neue berufliche Richtung, in der ihr euch ausprobieren möchtet, dann wird euch das unglaublich begeistern. Ihr werdet euch mit voller Hingabe in dieses neue Thema stürzen. Der Magier zeigt ganz klar, dass ihr bereit seid, neue Höhen zu erobern. Und genau dieses neue Vorhaben oder diese neue Idee wird euch unglaublich faszinieren. Das ist nicht die Art von Arbeit, zu der man sich zwingen muss. Nicht dieses Gefühl von, ich habe angefangen und jetzt habe ich keine Lust mehr. Nein, hier geht es um etwas, das euch wirklich begeistert. Etwas, bei dem ihr morgens voller Energie aufsteht und fast wie ein Kind voller Freude darauf zulauft.
weil euch dieses Thema so sehr interessiert und innerlich erfüllt. Und noch dazu zeigt der Magier, dass ihr in diesem Bereich wirklich kompetent seid. Ihr versteht, wovon ihr spricht. Ihr könnt euer Wissen teilen, euch zeigen, eure Fähigkeiten demonstrieren und euch als erfahrene Persönlichkeit in eurem Gebiet präsentieren. Deshalb steht der Magier natürlich vor allem für berufliches Können und Meisterschaft, für die Fähigkeit, Wissen zu beherrschen, neue Fähigkeiten zu entwickeln und anderen gegenüber klare Vorteile zu haben. Und natürlich steht er auch für neue Wege und neue Chancen, die ich bereits am Anfang gesagt habe. Außerdem möchte ich euch sagen, falls sich der Magier besonders stark im Business oder in der Monetarisierung eurer Talente und Fähigkeiten zeigt, dann ist das eine hervorragende Karte dafür. Denn der Magier ist wie ein Unternehmer, der ständig neue Ideen entwickelt, ausprobiert, kreativ denkt und immer neue Wege sucht. Und was beim Magier ebenfalls sehr positiv ist, er übernimmt selbst die Kontrolle über sein Leben und über die Ereignisse, die um ihn herum geschehen. Näher noch, er versteht es sogar, andere Menschen zu führen, sie zu inspirieren und sie geschickt in Richtung seiner Ziele mitzunehmen. Manchmal überzeugt er, manchmal motiviert er, manchmal beeinflusst er andere subtil, aber immer mit Charisma und innerer Kraft. Und all das wird euch im Juni sehr helfen. Deshalb bringt euch der Magier Kreativität, Einfallsreichtum und die Möglichkeit, euch als starke Persönlichkeit und als Profi zu zeigen. Außerdem bringt er euch neue, ungewöhnliche Ideen und Lösungen für Fragen, die euch vielleicht schon länger beschäftigen. Und sehr wahrscheinlich werdet ihr es schaffen, euch im Juni überraschend leicht von gewissen Einschränkungen oder Problemen zu befreien und auf ein völlig neues Niveau zu kommen. Das kann ein neues finanzielles Niveau sein. Denn wir sehen hier bereits, dass eure materielle Situation gut aussehen wird. Oder aber ein neues Niveau eurer beruflichen Entwicklung und eurer Anerkennung. Und ganz allgemein zeigt der Magier sogar die Möglichkeit, dass ihr viele Menschen mitreißt und andere inspiriert. Deshalb wird der Juni für euch ein sehr aktiver Monat werden. Ein Monat voller Initiative, voller Kommunikation und voller Selbstverwirklichung im sozialen Umfeld. Ihr werdet flexibel, geschickt und sehr überzeugend auftreten. Außerdem zeigt der Magier unglaublich viele Kontakte, Gespräche und Kommunikation mit anderen Menschen. Er schenkt euch Selbstvertrauen, Glauben an eure eigenen Fähigkeiten und das Gefühl, dass ihr vieles schaffen könnt. Und noch etwas Wichtiges möchte ich hier erwähnen. Falls ihr bis vor kurzem das Gefühl hattet, als hätte man euch vergessen, als hätte sich das Glück von euch abgewendet, als würdet ihr euch irgendwie isoliert fühlen oder vom aktiven Leben abgeschnitten. Vielleicht hattet ihr das Gefühl, nicht gesehen oder nicht wertgeschätzt zu werden. Dann beginnt sich das jetzt langsam zu verändern. Viele Löwen hatten in letzter Zeit genau dieses Gefühl, als würde euch die Aufmerksamkeit fehlen, als würdet ihr im Schatten stehen oder als gäbe es keine Möglichkeit, euch wirklich zu zeigen. Und achtet hier unbedingt darauf, Jupiter läuft momentan durch euer 12. Haus. Und das betrifft alle Löwen, unabhängig von eurer persönlichen Geburtskarte. Jupiter ist der Planet des großen Glücks und der großen Chancen. Doch das 12. Haus ist symbolisch das Haus der Isolation und des Rückzugs. Deshalb konnte es in letzter Zeit sein, dass gewisse Möglichkeiten blockiert waren. Gleichzeitig hat euch diese Phase aber die Möglichkeit gegeben, vieles in eurem Leben neu zu überdenken und neue Ziele zu formulieren. Deshalb beginnt sich bereits ab Juni vieles Schritt für Schritt zu verändern. Und übrigens, ab dem 30. Juni wechselt Jupiter in euer erstes Haus, meine lieben Löwen. Und damit öffnet sich für euch für ein ganzes Jahr ein riesiges neues Feld voller Möglichkeiten. Man wird euch sehen. Ihr werdet öffentlich präsent sein. Ihr werdet aktiv, sichtbar und sehr charismatisch auftreten. Es ist, als würdet ihr endlich aus dem Schatten heraustreten. Und viele von euch werden das bereits im Juni spüren, als würden sich erste Türen öffnen. Und ab Juli tretet ihr dann richtig auf die Bühne des Lebens und beginnt aktiv zu handeln, euch zu zeigen und eure Ziele umzusetzen. Deshalb ist es immer wieder faszinierend zu sehen, wie Tarotkarten und astrologische Konstellationen miteinander harmonieren und sich gegenseitig ergänzen. Und jetzt sprechen wir über das Ereignis der 10 der Kelche. Die 10 der Kelche gilt als klassische Karte für Zuhause, Familie, Harmonie und alles, was mit eurem privaten Umfeld verbunden ist. Wenn diese Karte in einer Legung erscheint, dann zeigt sie ganz klar,
dass eure wichtigsten Gedanken, eure Aufmerksamkeit und eure Handlungen stark auf Familie, Zuhause und eure engsten Menschen gerichtet sein werden. Und da die 10 der Kelche die höchste Karte der Kelchfarbe ist, spricht sie von einem emotionalen Höhepunkt. Und dieser Höhepunkt bedeutet Glück, Harmonie und innere Erfüllung. Deshalb kann diese Karte darauf hinweisen, dass gewisse Probleme, Spannungen oder schwierige Situationen, die euch oder eure Familie belastet haben, nun endlich abgeschlossen werden. Vor euch liegt eine deutlich harmonischere, glücklichere und erfolgreichere Zeit. Und diese Entwicklung beginnt bereits im Juni. Die 10 der Kelche hat außerdem oft die Bedeutung, sich wie im 7. Himmel zu fühlen. Also wirklich glücklich zu sein und die Ereignisse im eigenen Leben zu genießen. Deshalb bringt euch diese Karte entweder wunderschöne Ereignisse, die Lösung wichtiger Fragen oder sogar die Erfüllung lang ersehnter Wünsche. Insgesamt ist diese Karte eine Karte des Feierns, der Freude und des Glücks. Und wenn sie erscheint, dann spricht sie meistens davon, dass eine sehr gute Zeit beginnt. Nicht nur für euch selbst, sondern auch für eure Familie, euer Zuhause und euer nahes Umfeld. Außerdem möchte ich hinzufügen, dass sich die 10 der Kelche nicht nur auf Familie beziehen muss. Sie kann auch zeigen, dass ihr im Juni bei einem wichtigen Vorhaben, bei einer neuen Idee oder bei einem bedeutenden Projekt eure Ziele erreicht und erfolgreich seid. Egal welche Fragen euch beschäftigen. Diese Karte zeigt, dass sich vieles zu eurem Vorteil lösen wird. Und sogar besser, als ihr es euch momentan vorstellen könnt. Deshalb müsst ihr euch vor schwierigen Situationen nicht fürchten. Ganz im Gegenteil. Vieles wird sich überraschend positiv entwickeln. Und natürlich ist die 10 der Kelche auch eine Karte der Liebe und echter, tiefer Gefühle. Alles, was mit euren Gefühlen, euren Liebsten, euren Kindern oder euren Herzensmenschen zu tun hat, entwickelt sich sehr harmonisch. Ihr werdet eine große Zufriedenheit im Privatleben spüren. Und übrigens bestätigt die 4 der Stäbe diese Energie ebenfalls. Sie zeigt Freude, Stabilität, Harmonie und Unterstützung durch eure Familie und eure Liebsten. Im Juni werdet ihr viel Glück, Liebe, Harmonie und emotionale Wärme erleben. Insgesamt bringt euch diese Karte wirklich wunderschöne Ereignisse. Aber achtet auch darauf, die 10 der Kelche steht manchmal zusätzlich für Heimat, Kindheit oder die Heimatstadt. Deshalb kann es gut sein, dass ihr Nachrichten von Verwandten oder geliebten Menschen aus eurer Heimat bekommt. Oder ihr habt die Möglichkeit, eure Familie endlich wiederzusehen. Vielleicht kommt es zu einem Familientreffen, einem Fest oder einer Reise zu euren Wurzeln. Oder eure Liebsten besuchen euch. Deshalb kündigt euch die 10 der Kelche nicht nur schöne Feiern an, sondern auch wichtige Begegnungen mit Menschen, die euch sehr am Herzen liegen. Und wenn ihr euch lange nicht gesehen habt, dann besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es nun endlich zu diesem Wiedersehen kommt. Außerdem kann die 10 der Kelche im Bereich wichtiger Ereignisse sogar auf eine Hochzeit hinweisen. Falls dieses Thema für euch aktuell ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass im Juni etwas Ernstes und Schönes in diese Richtung geschieht. Immerhin beginnen jetzt die klassischen Hochzeitsmonate: Juni, Juli, August und September. Und genau deshalb kann diese Karte auf eine Liebeshochzeit oder eine feste Verbindung hindeuten. Übrigens spricht auch die 4 der Stäbe ganz deutlich darüber. Und natürlich sorgt diese Karte für gute Stimmung und Erfolg. Für manche von euch sogar für Erfolg im sozialen Umfeld oder in der Öffentlichkeit. Diese Tendenzen sehen wir sowohl beim Magier als auch bei der 10 der Kelche ganz deutlich. So, und jetzt sprechen wir über die 5 der Schwerter. Wie wir sehen können, liegt diese Karte direkt im Zentrum. Und dementsprechend kann ich annehmen, dass bestimmte Ereignisse der 5 der Schwerter eure Seele berühren werden und wahrscheinlich noch lange einen unangenehmen Nachgeschmack hinterlassen. Denn die 5 der Schwerter zeigt sich sehr oft als irgendein Konflikt. Und meistens ist es ein wirklich unangenehmer Konflikt. Und wenn ich mir eure Legung anschaue, meine lieben Löwen und Löwinnen, dann glaube ich nicht, dass dadurch irgendein bestimmter Lebensbereich ernsthaft betroffen sein wird. Das Einzige, was hier eventuell berührt werden könnte, ist der gesundheitliche Bereich. Aber darüber sprechen wir später noch ausführlicher. Ich denke eher, dass es einfach irgendein Konflikt sein wird. Vielleicht streitet ihr euch irgendwo mit jemandem. Im Geschäft, im Verkehr, bei der Arbeit. Oder vielleicht begegnet euch ein Kunde, der sich hinterhältig verhält. Und was ich hier noch hinzufügen möchte, ganz unten im Stapel
liegt die 2 der Schwerter. Und ich denke, dass die 2 der Schwerter direkt mit der 5 der Schwerter zusammenhängt. Diese beiden Karten sprechen davon, dass ihr versuchen werdet, einen richtigen Ausweg aus einer schwierigen Situation zu finden. Ihr werdet nicht nach Streit suchen. Im Gegenteil, ihr werdet versuchen, den Konflikt zu glätten, euch irgendwie zu einigen oder vielleicht erst einmal abzuwarten und zu beobachten, wie sich diese Situation entwickelt. Aber da wir sehen, dass alle Lebensbereiche, sowohl Beruf, Finanzen als auch das Privatleben, insgesamt Erfolg zeigen und dieser Erfolg zusätzlich von der 10 der Kelche bestätigt wird und auch vom großen Arkana, denke ich, dass die 5 der Schwerter keinen konkreten Lebensbereich ernsthaft beeinträchtigen wird. Sie wird einfach als wichtiges Ereignis durch euren Monat gehen. Und dabei werdet ihr versuchen, diplomatisch zu bleiben und die Lösung zu wählen, die für euch am vernünftigsten und gleichzeitig am vorteilhaftesten ist. Deshalb zeigt die 5 der Schwerter wahrscheinlich, dass euch jemand verletzen könnte, euch beleidigt oder versucht, euch auf irgendeine Weise zu schaden. Vielleicht wird euch jemand beneiden, denn euer Monat sieht insgesamt in allen Bereichen sehr erfolgreich aus. Und genau deshalb müsst ihr darauf vorbereitet sein, innerlich im Gleichgewicht zu bleiben. Denn genau dieses Gleichgewicht der 2 der Schwerter wird hier die richtige Haltung sein. Nicht zu streiten wird richtig sein. Mögliche Folgen eines Konflikts im Voraus abzuschätzen, wird ebenfalls richtig sein. Und natürlich kann die 5 der Schwerter auch auf Konkurrenzkampf hinweisen. Und dieser Konkurrenzkampf wird eher gegen euch gerichtet sein, nicht von euch ausgehen. Denn höchstwahrscheinlich werdet ihr so erfolgreich sein, dass jemand versucht, euch zu verdrängen oder euch am Erfolg zu hindern. Und wieder gilt, das Wichtigste bei der 5 der Schwerter ist, vorauszudenken. Denn obwohl diese Karte Konflikte zeigt, sagt sie gleichzeitig auch, dass man einen Konflikt vermeiden kann, wenn man sich gar nicht erst hineinziehen lässt. Wenn ihr die Absichten eurer Gegner frühzeitig erkennt und ihnen keine Möglichkeit gebt, gegen euch mit unfairen Methoden vorzugehen. Außerdem kann sich die 5 der Schwerter auch so zeigen, dass ihr Erfolg erreicht, aber nur durch sehr große Anstrengungen. Und hier bringe ich gerne ein einfaches Beispiel. Stellt euch vor, ihr möchtet einfach nur die Straße überqueren, um ein Paket zur Post zu bringen. Eigentlich eine ganz einfache Sache. Aber ihr verlasst das Gebäude und plötzlich ist die Straße gesperrt oder irgendwo gab es einen Unfall. Der Unfall betrifft euch gar nicht direkt. Aber ihr könnt euren Weg nicht wie geplant gehen. Also müsst ihr einen Umweg machen. Und am Ende erreicht ihr natürlich trotzdem euer Ziel. Ihr gebt das Paket ab. Aber dafür habt ihr viel mehr Zeit, Kraft und Energie gebraucht. Genau so kann sich diese Karte zeigen. Der Erfolg kommt trotzdem. Aber der Weg dorthin wird deutlich anstrengender. Und achtet bitte auch darauf, falls ihr Auto fahrt, kann sich die 5 der Schwerter auch als unangenehme Situation im Straßenverkehr zeigen. Vielleicht als Provokation oder irgendeine Art von hinterhältiger Situation. Deshalb seid aufmerksam. Insgesamt verlangt diese Karte von euch eine vernünftige Einschätzung aller Ereignisse, sowie ruhige, überlegte, kluge Entscheidungen. Und genau dann könnt ihr viele Konflikte oder unangenehme Situationen vermeiden. Deshalb möchte ich euch zur 5 der Schwerter natürlich auch einen Rat für den Juni geben. Wenn ihr merkt, dass sich ein Konflikt anbahnt, dann versucht zuerst zu verstehen, welche Motive und Ziele die Menschen haben, die euch in diesen Konflikt hineinziehen möchten. Denn wenn ihr ihre Motive versteht, könnt ihr besser erkennen, wie ihr diesen Konflikt vermeiden könnt. Und gleichzeitig versteht ihr dann auch, wie ernst diese Situation für euch überhaupt ist und ob dieser Konflikt wirklich notwendig ist. Deshalb bleibt aufmerksam. Aber die 5 der Schwerter ist auch eine Karte, die sagt, falls ihr versteht, dass man euch absichtlich provoziert, euch verleumdet, euch hineinlegt oder euch unfair behandelt und ihr das nicht akzeptieren könnt, dann müsst ihr euch natürlich verteidigen. Und manchmal bedeutet das sogar, genauso entschlossen und hart zu handeln wie euer Gegner. Wenn ihr diesen Konflikt allerdings vermeiden könnt, dann ist es besser, ihn zu vermeiden. Denn selbst wenn es äußerlich so aussieht, als hätte jemand gewonnen, gibt es bei der 5 der Schwerter eigentlich weder Sieger noch Verlierer. Jeder bleibt am Ende bei seiner eigenen Meinung und Position. Aber ihr werdet deutlich weniger verlieren, wenn ihr euch nicht unnötig in einen Kampf hineinziehen lasst. Deshalb wiederhole ich noch einmal, wenn ihr versteht,
dass es keinen anderen Weg gibt, eure Würde, euren Ruf oder eure Rechte zu verteidigen. Dann kämpft und geht entschlossen bis zum Ende. Wenn ihr aber merkt, dass ihr klüger handeln könnt und die andere Person ohne offenen Streit ins Leere laufen lassen könnt, dann ist genau das die bessere Entscheidung. Und alles Weitere schaut euch individuell nach eurer eigenen Situation an. Denn bei jedem von euch, meine lieben Löwen und Löwinnen, wird sich diese Energie anders zeigen. Bei manchen wird es einfach ein Streit im Verkehr sein, bei anderen ein Konflikt mit Geschäftspartnern, Kunden, Kollegen oder irgendetwas Ähnliches. Aber wie wir sehen können, bleibt all das eher im Hintergrund. Nichts davon wird ernsthaft irgendeinen wichtigen Lebensbereich zerstören oder beschädigen. Und jetzt sprechen wir über eure berufliche Tätigkeit oder, falls ihr ein eigenes Business habt, über euer Geschäft und die Monetarisierung eures Wissens, eurer Fähigkeiten, Talente und Fertigkeiten. Die Königin der Stäbe. Nun, meine lieben Löwinnen, das ist wirklich eure Karte. Ihr werdet euch wie die Königin der Stäbe fühlen. Und ihr werdet maximal erfolgreich sein. Und natürlich betrifft das auch die Männer. Denn die Königin der Stäbe gehört zum Feuerelement. Und genau das ist eure Energie, meine lieben Löwen. Deshalb werdet ihr beruflich glänzen. Im Business erwarten euch Erfolge. Und auch bei der Monetarisierung eurer Talente werdet ihr die Initiative ganz klar selbst in die Hand nehmen. Hier werdet ihr euch von etwas unglaublich inspirieren lassen. Ihr werdet sehr ehrgeizig sein. Und genau das Projekt, das ihr wahrscheinlich bereits durch den Magier begonnen habt, werdet ihr jetzt groß aufbauen und aktiv weiterentwickeln. Ihr werdet wirklich sichtbar werden. Man wird euch bemerken. Man wird euch wertschätzen. Viele Menschen werden euch bewundern. Und ihr werdet andere inspirieren und mit eurer Energie mitreißen. Außerdem zeigt die Königin der Stäbe natürlich, dass ihr in jeder beruflichen Tätigkeit maximal aktiv, kreativ, initiativ und charismatisch sein werdet. Und die Königin der Stäbe ist außerdem sehr unabhängig. Deshalb entsteht hier ein starkes Bedürfnis nach Freiheit und Selbstständigkeit. Nicht nur der Wunsch, euren sozialen Status zu verbessern, nicht nur der Wunsch, euch in einer spannenden Tätigkeit zu verwirklichen, sondern auch der Wunsch, wirklich unabhängig zu werden. So zu arbeiten, wie ihr es selbst möchtet. Selbst Entscheidungen zu treffen, finanziell unabhängiger zu sein und euch genauso auszudrücken, wie ihr euch selbst seht. Außerdem solltet ihr beachten, die Königin der Stäbe kann sich auch als öffentliche Tätigkeit zeigen, als mediale Präsenz, als aktive Arbeit in sozialen Netzwerken, als Beginn eines neuen Businessprojekts oder als starke Weiterentwicklung eines bestehenden Unternehmens. Sie kann neue Projekte zeigen, neue Aufgaben, neue Entwicklungen. Falls ihr angestellt seid, kann sie sich als Beförderung zeigen oder als erfolgreiche Zusammenarbeit mit einer Frau, die selbst die Energie der Königin der Stäbe trägt. Oder vielleicht bekommt ihr Unterstützung von einer einflussreichen Frau. Und natürlich kann sich auch eure Karriere sehr gut entwickeln. Ihr könnt vorankommen. Und das muss nicht unbedingt nur eine klassische Beförderung sein. Es kann auch bedeuten, dass euch mehr Verantwortung übertragen wird, mehr Vertrauen entgegengebracht wird und man euch als Spezialist oder Spezialistin deutlich stärker wahrnimmt. Und auch finanziell zeigt die Königin der Stäbe sehr gute Gewinne. Und genau das bestätigt zusätzlich der große Arkana, die Kraft. Geld wird da sein. Und nicht nur ein bisschen. Finanzieller Erfolg und Stabilität erwarten euch ganz klar. Aber die Karte Kraft sagt immer auch, dass Geld durch eure eigene Arbeit kommt. Durch eure Fähigkeit, eure Talente, euer Wissen, eure Fähigkeiten und Erfahrungen richtig einzusetzen und daraus Erfolg zu machen. Durch die Fähigkeit, euch selbst sichtbar zu machen, euch kraftvoll zu präsentieren und euren eigenen Wert zu zeigen. Deshalb fügt sich hier wirklich alles sehr harmonisch zusammen. Der Magier, der euch neue Ideen schenkt, neue Möglichkeiten, neue Chancen, euch selbst zu verwirklichen und etwas Neues zu starten. Die Königin der Stäbe, die davon spricht, dass ihr große Ambitionen habt, große Pläne, euch endlich zu zeigen, aus dem Schatten herauszutreten und gut zu verdienen. Und die Kraft, die euch bestätigt, dass euch all das gelingt, dass ihr erfolgreich sein werdet und auch finanziell sehr gute Ergebnisse erreichen könnt. Und jetzt sprechen wir über das Privatleben. Die 4 der Stäbe. Oh, das ist wirklich eine wunderschöne Karte. Ich liebe sie einfach. Sie ist in jeder Hinsicht wunderbar. Sowohl im Privatleben als auch im beruflichen Bereich. Und wenn diese Karte in einer Legung erscheint, dann bedeutet sie, dass für euch eine Zeit des Feierns beginnt. Im Bereich der Liebe bringt sie euch Glück.
Stabilität, Entwicklung der Beziehung, Verbesserung der Beziehung und, falls es Streit gab, auch Versöhnung. Sie zeigt eine sehr schöne emotionale Verbindung, viele intime, angenehme Momente und insgesamt spricht sie von Harmonie und Wohlbefinden. Für diejenigen von euch, die bereits in einer Partnerschaft oder in einer langen Beziehung leben, zeigt diese Karte ein harmonisches Familienleben, innere Ruhe und Stabilität. Und natürlich spricht sie auch von Liebe, Herzenswärme, gegenseitiger Fürsorge und gemeinsamen schönen Momenten. Hier kann es Familienfeiern geben, vielleicht einen gemeinsamen Urlaub. Oder ihr verbringt einfach sehr viel Zeit miteinander. Vielleicht geht ihr oft gemeinsam aus. Oder vielleicht beginnt ihr sogar ein gemeinsames Projekt. Vielleicht entwickelt sich dieses neue Vorhaben sogar zu einem Familienbusiness. Oder ihr genießt einfach die gemeinsame Zeit. Ganz unabhängig davon, ob ihr spazieren geht, zusammen zu Hause seid oder gemeinsam etwas Schönes unternehmt. Ihr werdet eure Liebe zeigen. Ihr werdet Gefühle offen ausdrücken. Ihr werdet Initiative zeigen, füreinander da sein und euch gegenseitig viel Freude schenken. Für diejenigen, die sich erst kennenlernen, ist die 4 der Stäbe ebenfalls eine hervorragende Karte. Denn sie spricht von einer möglichen Hochzeit, einem Heiratsantrag, einer Verlobung, einem Liebesgeständnis, einer Hochzeitsreise oder anderen glücklichen Ereignissen. Die 4 der Stäbe ist allgemein eine sehr starke Ehekarte. Und deshalb denke ich, dass es sich bei vielen von euch tatsächlich als Aufbau einer stabilen und glücklichen Familie zeigen wird. Und diejenigen, die momentan noch allein sind, na, was meint ihr wohl? Natürlich spricht die 4 der Stäbe davon, dass die Möglichkeit besteht, eure zweite Hälfte kennenzulernen. Eine neue Begegnung, eine romantische Verbindung. Und sehr wahrscheinlich entwickeln sich diese Beziehungen später zu einer stabilen Ehe und einem harmonischen Familienleben. Und jetzt schauen wir, worauf ihr gesundheitlich achten solltet. Der König der Schwerter. Ja, tatsächlich solltet ihr eure Gesundheit ernst nehmen. Denn beim König der Schwerter passiert oft Folgendes. Der Mensch nimmt seine Beschwerden nicht ernst. Er ignoriert seinen Körper. Er verhält sich gleichgültig gegenüber der eigenen Gesundheit. Und es kann dieses Gefühl entstehen, ach, da tut irgendwo etwas weh. Aber das ist schon nichts Schlimmes. Oder, das geht schon vorbei. Aber da der König der Schwerter zur Schwertenergie gehört, kann es sich durchaus um stechende Schmerzen handeln. Vielleicht zieht irgendwo etwas. Vielleicht schmerzt etwas plötzlich. Aber ihr werdet dazu neigen, alles still zu ertragen, niemandem etwas zu sagen und einfach weiterzumachen. Und genau das solltet ihr nicht tun. Ihr solltet wirklich aufmerksam werden, zu einem Spezialisten gehen, euch um eure Gesundheit kümmern und nicht einfach alles ignorieren. Wenn irgendwo etwas schmerzt, zieht oder ihr euch nicht ganz wohl fühlt. Und obwohl der Juni in vielen Ländern warm ist, gehören Schwerter trotzdem zur kalten Energie. Deshalb können hier Erkältungen auftreten, Beschwerden durch Feuchtigkeit, Probleme durch Unterkühlung. Vielleicht melden sich Gelenke. Oder alte Verletzungen machen sich wieder bemerkbar. Solche kleineren Beschwerden können hier durchaus auftreten. Aber insgesamt denke ich trotzdem, dass die 5 der Schwerter und der König der Schwerter miteinander verbunden sind. Warum? Weil der König der Schwerter oft auf eine plötzliche, unangenehme Situation hinweist. Und wie ich euch bereits bei der 5 der Schwerter gesagt habe, besonders wenn ihr Auto fahrt oder viel unterwegs seid, kann es hier irgendeine unangenehme Situation geben. Vielleicht eine Provokation, vielleicht eine Falle, vielleicht etwas, das sich dann sogar gesundheitlich auswirkt. Deshalb fahrt bitte vorsichtig im Juni. Haltet Abstand, beachtet Sicherheitsregeln. Und denkt daran, die 5 der Schwerter kann manchmal sogar auf Diebstahl oder Raub hinweisen. Deshalb versucht, nachts nicht allein unterwegs zu sein. Zeigt fremden Menschen nicht offen euren Geldbeutel oder größere Geldsummen. Denn es könnte jemand versuchen, euch bewusst zu schaden. Und dadurch könnten sogar gesundheitliche Probleme entstehen. Bis hin zur Notwendigkeit, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Deshalb seid wirklich aufmerksam. Denn man sagt nicht umsonst, wer gewarnt ist, ist vorbereitet. Und wisst ihr, wenn solche Informationen in den Karten auftauchen, dann ist es meine Aufgabe, euch darauf hinzuweisen. Aber ihr sollt keine Angst bekommen. Ihr sollt diese Hinweise vielmehr als Handlungsanleitung verstehen. Die Karten sagen nicht, dass etwas zu 100% passieren wird. Sie zeigen lediglich, dass eine bestimmte Situation möglich ist. Und was daraus wird, hängt bereits von euren Entscheidungen ab. Wenn die Karten sagen, dass eine unangenehme Situation möglich ist, dann geht nachts nicht allein los. Nehmt keine großen Geldsummen mit. Und wenn ihr Auto fahrt, haltet Abstand und bleibt aufmerksam. Das ist wichtig, denn eure Reaktion entscheidet darüber,
wie sich die Energie entwickelt. Und ganz ehrlich, wenn ihr gerne schnell Auto fahrt, dann würde ich mir persönlich für den gesamten Juni einen kleinen Zettel schreiben. Darauf würde stehen, nicht rasen, vorsichtig sein, besonders in Bezug auf Gesundheit, Konflikte und Sicherheit. Und jeden Morgen würde ich diesen Zettel lesen, um mich innerlich darauf einzustellen, ruhig, aufmerksam und vernünftig zu handeln. Gut, alles Wichtige dazu habe ich euch gesagt. Schauen wir uns jetzt den Rat der Karten an. Und der Rat für euch ist die 9 der Schwerter, eine Karte der Sorgen, Ängste und inneren Unruhe. Aber denkt daran, diese Karte spricht nicht automatisch von schlimmen Ereignissen. Ja, sie kann andeuten, dass es eine Situation geben wird, wegen der ihr euch Sorgen macht. Und genau diese Situation haben wir bereits besprochen. Die 5 der Schwerter und den König der Schwerter. Aber der eigentliche Rat dieser Karte lautet, bleibt im Kontakt mit der Realität. Mit der Realität, die euch im Juni umgibt. Und unternehmt rechtzeitig Schritte, um Probleme zu verhindern oder schwierige Situationen zu korrigieren. Außerdem rät euch die 9 der Schwerter, die Straußentaktik aufzugeben. Nicht wegzuschauen, sondern das zu tun, was getan werden muss. Wie man so schön sagt, tu, was du kannst und der Rest wird sich zeigen. Außerdem sagt euch die 9 der Schwerter, vermeidet zweifelhafte Angelegenheiten. Vermeidet komplizierte Situationen. Vermeidet schwierige Menschen. Denkt voraus. Versucht möglichst vieles im Voraus zu bedenken. Wenn ihr zum Beispiel nachts allein unterwegs seid, dann denkt nicht einfach, ach, wird schon nichts passieren, sondern sorgt vor. Ruft Freunde an. Lasst euch vielleicht mit dem Auto abholen. Sorgt dafür, nicht allein zu sein. Das bedeutet, nutzt euren Verstand im Juni wirklich auf voller Stärke, damit ihr unangenehme oder konfliktreiche Situationen vermeiden könnt. Deshalb ist die 9 der Schwerter hier vor allem eine Warnung. Denn grundsätzlich sieht eure Legung sehr gut aus. Es gibt nur einige wenige Momente, die Aufmerksamkeit verlangen. Und genau deshalb erinnert euch die 9 der Schwerter daran, rechtzeitig nachzudenken, aufmerksam zu bleiben und vorbeugend zu handeln. Zeigt Voraussicht, seid bewusst und nehmt diese Hinweise ernst. Deshalb nehmt euch diese Ratschläge wirklich zu Herzen und merkt euch die gesamte Legung. So sieht also euer Juni-Reading aus, meine lieben Löwen und Löwinnen. Außerdem lade ich euch herzlich ein, euch auch das Mai-Reading anzuschauen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Der Link wird oben eingeblendet. Es wurde bereits vor einiger Zeit auf dem Kanal Tarot und Leben veröffentlicht und ich hoffe sehr, dass es ebenfalls hilfreich für euch sein wird. Falls ihr persönliche Beratungen möchtet, dann schreibt mir gerne an die E-Mail-Adresse, die sich unten unter diesem Video befindet. Ihr könnt die Adresse einfach kopieren, in eure Nachricht einfügen und eure Anfrage senden. Ich schicke euch dann alle weiteren Informationen zu. Deshalb meldet euch gerne, wenn ihr Unterstützung braucht. Ich freue mich, euch helfen zu dürfen. Und natürlich danke ich euch allen fürs Zuschauen. Und selbstverständlich abonniert den Kanal Tarot und Leben. Ich freue mich immer sehr über euch. Und wir sehen uns morgen wieder, wie immer, auf dem Kanal Tarot und Leben. Mit Liebe und mit Hoffnung im Herzen auf Güte und Frieden. Eure Tarotleserin Angelika. Ich umarme euch alle ganz herzlich. Bis bald. Tschüss, tschüss.